Was löst Depressionen aus? Diese Forscher haben Belege dafür, dass Entzündungen eine Ursache für Depressionen sind. Vielen Dank, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben. Also erste Hinweise gab es eben von Patienten, die an chronisch entzündlichen Erkrankungen litten, wie zum Beispiel Patienten mit rheumatoider Arthritis oder Morbus Crohn oder oder Colitis. Und bei diesen Patienten konnte man beobachten, dass neben den körperlichen Veränderungen eben auch starke psychische Veränderungen, Stimmungsveränderungen auftreten. Doch nicht nur chronisch Kranke sind betroffen. Jeder Mensch kennt das, bevor ein Infekt ausbricht. Der Kopf schmerzt, man wird müde, die Gedanken düster. Das sogenannte Sickness Behavior. Eine allgemeine körperliche, aber auch geistige Schwächung. Dieses Phänomen wollte Harald Engler besser verstehen. Ein ungewöhnliches Experiment sollte zeigen, wie genau Entzündungen die Stimmung beeinflussen. Nun haben wir die Leute natürlich zunächst erstmal künstlich krank machen müssen, eine experimentelle Entzündung induzieren müssen. Und was wir dafür verwendet haben, ist nicht ein Bakterium oder ein Virus, sondern ein Baustein aus einem Mikroorganismus, ein Zellwandbestandteil aus Bakterien. Und wenn man diesen Zellwandbestandteil injiziert über die Vene den Probanden gibt, dann ruft das eine kurzfristige Entzündungsreaktion hervor, die etwa so 4 bis 6 Stunden anhält. Vor, während und nach der Untersuchung wurden die Testpersonen ausführlich zu ihrer Stimmungslage befragt. Die Personen, die die Testsubstanz, das Endotoxin erhalten haben, haben eine sehr deutliche Stimmungsverschlechterung gezeigt. So etwa nach 2 bis 3 Stunden zeigten die stärksten Stimmungsveränderungen. Das hat sich dann wieder normalisiert und nach etwa 6 bis 8 Stunden war die Stimmung dann wieder auf einem Normalzustand. Was war passiert? Die Testsubstanz verursachte einen Anstieg der sogenannten Zytokine im Blut, Immunbotenstoffe, die die Abwehr aktivieren. Diese Zytokine konnte das Team auch im Gehirn nachweisen, durch Entnahme einer Nervenwasserprobe aus dem Rückenmarkskanal. Und wenn diese Entzündungssignale aus der Peripherie ins Gehirn gelangen, verändern sie die neuronale Aktivität von Zellen in wichtigen Strukturen des Gehirns, die für emotionale Prozesse wichtig sind und können dort letztendlich zu Verhaltens- und Stimmungsänderungen führen. Das Experiment bestätigt, dass die Zytokine, die entzündungsauslösenden Immunbotenstoffe, an der Entstehung depressiver Symptome beteiligt sein können. Doch wodurch entstehen Entzündungen im Körper überhaupt? Kieler Forscher interessieren sich für den Einfluss der Ernährung. Sie glauben, dass Zytokine auch durch spezielle ernährungsbedingte Stoffwechselprodukte ausgeschüttet werden. Beispielsweise durch Cholesterinkristalle oder durch Fettsäuren oder andere Nahrungsbestandteile, die der Körper als irgendwie schädlich einschätzt und die eben dann niedrigschwellig, weil sie immer wieder zugeführt werden, beispielsweise eben eine Aktivierung des Entzündungssystems auslösen können. Matthias Laudes gehört zu den herausragenden Forschern im Bereich der Entzündungsforschung. Er hat sich mit anderen Kollegen vernetzt, um neue Therapien zur Vorbeugung chronischer Krankheiten zu entwickeln. Die Art der Ernährung und Übergewicht spielen dabei in seinen Augen eine sehr große Rolle. Die Ernährungsweisen, die mit Entzündungsreaktion bedeutet, dass eben Zytokine freigesetzt werden. Die können getriggert werden einmal durch ein zu viel an Ernährung, also klassischerweise, wenn man zu viel Kalorien zuführt, was sie eben auch zu Übergewicht führt, aber eben auch durch einzelne Ernährungskomponenten. Und hier muss man sagen, sind insbesondere die zugeführten Fette von Bedeutung. Studien zeigen, dass Transfette, etwa in frittierten Produkten, Keksen oder Süßigkeiten, die Blutfett- und Cholesterolwerte erhöhen und so leichte, kaum messbare Entzündungen verursachen. Entscheidend ist aber auch, wie der Darm die Nahrung verarbeitet. Was wir eben auch lernen mussten in den letzten Jahren ist, dass es nicht nur entscheidend ist, was wir essen, also wie unsere Ernährung zusammengesetzt ist, sondern unsere Ernährung wird in uns selbst durch unsere Darmbakterien, durch unser Mikrobiom, wie man es nennt, modifiziert. Und letzten Endes das, was dann im Blut ankommt, ist die Folge von beidem. Auch das Zusammenspiel zwischen Nahrung und Darmflora beeinflusst also, wie es uns körperlich und psychisch geht.
Positiv sind Ernährungsbestandteile, die Entzündungen vorbeugen oder hemmen. Die günstigen Fette, das sind die Omega-3-Fettsäuren, die wir aus den Fischen natürlich kennen. Aber es gibt auch pflanzliche Omega-3-Fettsäuren, die nennen wir ALAs, die in verschiedenen Gemüsesorten letzten Endes vorkommen. Also eine Mischkost mit viel Fisch und Gemüse, aber wenig Fleisch gilt als gesund. Auch Abnehmen hilft nicht nur, Entzündungen im Körper zu verringern. Es gibt sogar überzeugende Belege, dass bei übergewichtigen Menschen dadurch depressive Symptome reduziert werden können. Und es gibt die sogenannte Darm-Hirn-Achse. Das heißt, wir wissen heute, dass es Kommunikationsprozesse zwischen unserem Darm und dem Gehirn gibt. Und möglicherweise spielen Moleküle wie Zytokine bei der Kommunikation zwischen diesen beiden Systemen eine wichtige Rolle. Essen hält Leib und Seele zusammen. Wie genau, beginnt die Wissenschaft gerade erst zu verstehen. In der alten Weisheit steckt jedenfalls mehr Wahrheit als bisher gedacht.